Hallo und willkommen zurück an meiner Werkbank. Wir schauen uns heute mal im Schnelldurchlauf eine Aufbearbeitung und Reparatur eines Klemmt Echolette M40 an. Das gute Stück seht ihr hier im Bild. Was man hier schon sieht, es ist eine Version mit DIN-Eingängen. Die Originalknöpfe sind verloren gegangen und es ist ein Modell, das noch ohne Platine kam, Punkt zu Punkt verdrahtet. Und wie man sieht, Röhren sind nicht mehr dabei. Das ist aber kein großes Problem. Ich habe noch einen kompletten Satz. Dieser Verstärker hat ganz andere Sorgen. Nämlich, ich habe ihn vor 2 Jahren einmal gekauft. Und er ist natürlich nicht schön lackiert. Darum werde ich mich dieses Mal allerdings nicht kümmern. Seine eigentlichen Probleme sehen wir aber gleich. Ja, jetzt wird spannend. An diesem Gerät ist irgendwas schon gemacht worden. Man sieht links, der Sicherungshalter fehlt komplett. Der ist nämlich rausgeflogen. Und das Gerät, das eigentlich noch mit diesen alten DIN-Lautsprecherausgängen kam, also man sieht es ja hier auch, hat noch einen 100 Volt Ausgang, also ein relativ altes Modell. Da hat schon jemand Klinkenlautsprecherbuchsen eingebaut und da ist irgendwie so eine komische Lochrasterplatine drunter. Also eine Menge seltsames Zeug, zumindest der eine Schaden mit dem Sicherungshalter, den wir schon sehen. Der Grund, warum dieser Sicherungshalter bei dem Verstärker rausgeflogen ist, der liegt höchstwahrscheinlich darin, dass dieses Gerät mal einen Fallschaden hatte. Der hat mal ordentlich eins aufs Heck bekommen. Also man sieht, dass die komplette Rückwand, also da, wo im Prinzip alle Buchsen, wo alle Ausgangsbuchsen und der Sicherungshalter und so weiter dran festgeschraubt sind, da hat es mal ordentlich gescheppert. Und da ist auch einiges verbogen und rausgerissen worden. Und das muss man natürlich auch klären und reparieren. Ja, wie man sieht, es sieht auf den ersten Blick alles noch sehr original aus. Original ist gut, nicht deswegen, weil diese schönen alten Bauteile so besonders toll sind, wenn sie original sind, sondern das Gerät ist dann nicht verbastelt und wir müssen im besten Fall nicht erst lange suchen, was da ausgetauscht worden ist mit falschen Komponenten und wo da eventuell durch Ausbauen und Tauschen ein Fehler erst eingebaut worden ist. Also hier sieht noch alles größtenteils original aus und deswegen kann man davon ausgehen, dass hier keine Spezialitäten in die Schaltung eingebaut worden sind, die wir erst finden müssen. Ich möchte bei dem Gerät einfach alle Koppelkondensatoren und alle Kathoden-Bypass-Elkos ungeprüft austauschen, auch die großen Hochvolt-Elkos. Ich will das diesmal überhaupt gar nicht nachmessen, die fliegen jetzt einfach alle pauschal raus, weil die haben alle ein gewisses Alter. Und ob die noch 2 oder 3 Jahre halten oder heute kaputt sind, das ist mir in dem Fall jetzt egal gewesen. Was ich jetzt hier nicht im Einzelnen zeige, der hat natürlich zuerst mal die normale Reinigungsbehandlung erhalten, also mit dem Staubsauger und Pinsel erstmal den feinen Staub lösen. Und ich habe das Gerät auch komplett mit Isopropylalkohol gespült, also wirklich gewaschen. Weil da einfach so viel Dreck drauf war, das erschien mir als die einfachste Methode, um alles rauszubekommen. Genug der einleitenden Worte nun, jetzt soll mal die Reparatur im Schnelldurchlauf beginnen. Wir sprechen uns gleich wieder.
Also was ich gemacht habe, ist, ich habe mir nochmal diesen Spannungsteiler angeschaut. Da hatte ich hier ja einen 4,7 Kiloohm Widerstand und der hier, der war irgendwie ganz komisch. Der war auf 33 Kiloohm und 5 und 10 ist es ja laut Schaltplan. Also habe ich jetzt hier mal ein 10 Kiloohm eingelötet und habe dann mal den Ruhestrom gemessen. Und Moment, das mache ich jetzt mal. Stellen wir das mal kurz dahin. So, und dieser liegt bei 24 Milliampere an der ersten, 21, 22, 23 Milliampere. Also der ist hochgegangen. Allerdings, der ist hochgegangen, weil die Gittervorspannung natürlich runtergegangen ist. Und zwar, die liegt jetzt bei minus 12,7, also runden mal auf minus 13. Also es ist immer noch nicht ganz minus 14, aber wenn ich jetzt wieder auf minus 14 gehe, dann würde der Ruhestrom ja entsprechend wieder sinken.
So, und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.